Seit über 10 Jahren präsentiere ich euch nun schon Anleitungen, wie ihr aus verschiedenen Materialien stimmungsvolles Tabletop-Gelände basteln könnt. Daher ist dieses Video nun eine echte Premiere. Denn in Zusammenarbeit mit den 3D-Designern von War Scenery zeige ich euch, wie Geländebau digital und für den 3D-Drucker geht. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich hatte Luis und Noah von War Scenery kürzlich beim Bemalen einiger Gebäude für ihren aktuellen Gelände-Kickstarter Streets of Jakassi unterstützt. Dabei fragte ich den beiden natürlich jede Menge Löcher in den Bauch, wie eigentlich solche digitalen Gebäude entstehen, wie lange solche Designs dauern, was dafür nötig ist und so weiter. Netterweise boten sie mir dann an, ein extra TWS-Gebäude in deren Streets of Jakassi-Look zu entwerfen, um all diese Fragen auch für euch beantworten zu können. Und das Beste, dieses exklusive Gebäude könnt ihr sogar kostenlos herunterladen. Mehr dazu am Ende dieses Videos. Am Anfang eines Designprozesses steht, ähnlich wie beim Basteln mit haptischen Materialien, eine Konzeptphase. Die heißt im 3D-Design Whiteboxing und ist nichts anderes, als dass man mit Formen herumspielt, um nach und nach das Modell grob herauszuarbeiten. Je nachdem, ob man dabei schon eine Vorlage oder Grundidee im Kopf hat, geht sowas innerhalb von Minuten. Manchmal dauert es aber auch Stunden, vor allem wenn es ein großes oder komplexes Gebäude ist. Die 3D-Software, die Luis und Noah hierfür nutzen, heißt Blender. Bei diesem TWS-Gebäude war die Idee, dass es sich um einen Mix aus Werkstatt, Lager und Shop handeln sollte. Außerdem wollte ich es quadratisch und mit einer ikonischen Kuppel haben, wie man sie auf einschlägigen Planeten in einer weit entfernten Galaxis nur allzu oft antrifft. Noah und Luis verrieten mir beim Whiteboxing, dass für sie Abwechslung und Formen besonders im Vordergrund stehen. Denn speziell beim Thema Sci-Fi darf Deko an einer Fassade auch einfach mal nur cool aussehen, ohne dass es zwingend eine Funktion haben oder deutschen Bauvorschriften entsprechen muss. Deshalb wird so ein 3D-Entwurf wie hier auch ständig gedreht und gezoomt, um regelmäßig zu schauen, ob das Design auch aus der Entfernung interessant und cool aussieht. Sobald dann nach meist einigen Stunden oder im Extremfall auch erst nach Tagen die grundsätzlichen Formen stehen, ist das Whiteboxing abgeschlossen und es folgen die Details. Das beginnt hier zum Beispiel beim Dach, auf das ich ja unbedingt eine Kuppel haben wollte. Aber passt nicht auch eine Art Brüstung? Und wie viel Platz sollen eventuell noch Miniaturen auf dem Dach haben? All das entsteht nun Schritt für Schritt. Gleiches gilt für eine Tür, eine Plane auf der Rückseite des Gebäudes und ein großes Fenster. Hier hatte ich ein breites Schaufenster mit Rollläden vorgeschlagen. Entsprechend probierten wir einige Designs und Formen aus, bis wir zufrieden waren. Nach und nach entstand so in den folgenden Stunden das eigentliche Gebäude, wobei hier das digitale Design einige mega Vorteile hat. Denn ist man mit irgendetwas nicht zufrieden, kann man nahezu jeden Schritt wieder rückgängig machen. Auch lassen sich sämtliche Maße jederzeit neu anpassen und Teilobjekte problemlos hin und her verschieben. Entsprechend zeitintensiv können diese Detailarbeiten sein, denn irgendwo lässt sich ja immer noch etwas ergänzen, löschen oder ummodellieren. Und sei es nur, dass über dem Eingang noch unbedingt ein futuristischer TWS-Schriftzug platziert werden muss. Die dritte und letzte Phase ist dann die Sculpting-Phase, in der der finale Feinschliff am 3D-Modell erfolgt. Dafür wird oftmals die Software gewechselt, um statt mit einer Maus zum Beispiel mit einem druckempfindlichen Drawing-Tablet zu arbeiten. Als wäre das 3D-Modell nun aus Knete, lassen sich ganz nach Belieben organische Rundungen, Dellen, Kratzer, Risse oder ähnliches modellieren. Auch sowas kann je nach Modell einige Stunden oder gar Tage dauern. Danach wird das fertige Modell gegebenenfalls nur noch in druckbare Einzelteile zerlegt, die dann im bekannten STL-Format abgespeichert werden. Ganz wichtig dabei, damit die gedruckten Teile später auch ohne Kleber zusammengefügt werden können, müssen noch zum Beispiel Steckverbindungen eingeplant werden. Und das war's dann auch schon und das Ausdrucken des Gebäudes für den Spieltisch kann starten.
Ich hoffe, euch hat der Blick über den Geländebautellrand gefallen. Ich fand es jedenfalls mega interessant, Luis und Noah bei ihrer Designarbeit über die Schulter zu schauen. Dabei hat mich besonders die Geschwindigkeit beeindruckt, bei der selbst komplexe Bauideen mit nur wenigen Mausklicks umgesetzt werden können. Auch die Möglichkeit, jedes Maß und jede Form bis zum Schluss noch wieder ändern zu können, ist ein Riesenvorteil, den man mit Hartschaum, Pappe, Balsaholz und Co. natürlich nicht hat. Denn ist da erstmal was abgeschnitten, lässt sich das ja nur mit viel Mühe wieder korrigieren. Dieses TWS-Gebäude könnt ihr übrigens wie angekündigt kostenlos herunterladen. Und wer dann noch mehr Gebäude dieser Art sucht, sollte entweder beim aktuellen War Scenery Kickstarter Streets of Jalkazi vorbeischauen oder den War Scenery Online-Shop besuchen. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank an Luis und Noah von War Scenery und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!